herzlich willkommen zum 26. Review auf unserem Kanal. Ich bin der Patrick. Ich bin der Salvo. Und heute stellen wir euch den Grey Guns Trigger vor. Um genau zu sein, geht es um den SICK P-Series Dual Adjustable Straight Trigger. Der passt zu den meisten SICK P220er Serie. Zu welchen allen findet ihr in unserem Videobeschreibung. Zudem ist er auch kompatibel mit dem SRT Short Reset Trigger Kit von Sig Sauer kompatibel. Grey Guns ist ein Hersteller von Trigger und Tuning-Teilen, der sich spezialisiert hat auf HK-Pistolen und Sig Sauer. Das ist ein amerikanischer Hersteller, der seit über 40 Jahren auf dem Markt ist. Der Abzug wird in einer Plastikverpackung geliefert. Im Lieferumfang dabei ist einerseits der Abzug selber und dann noch der passende Sechskantschlüssel zum die Einstellungen vornehmen. Und das ist der Lieferumfang von dem Abzug. Der Abzug ist aus Stahl hergestellt. Die eine Besonderheit ist, dass man die Form angepasst hat, sprich, dass der Abzug jetzt gerade ist, nicht so wie man es jetzt vergleichen dürfen mit dem, wo ab Werk drin ist. Der hat halt die klassische Abzugswölbung. Das andere Besondere ist, dass man den Vorweg und den Überweg vom Abzug, also nach dem Auslösen, mittels Madenschrauben verstellen kann. Wie man ihn installieren tut, haben wir ein separates Video gemacht. Den Link dazu findet ihr im Videobeschreibung. Der Vorweg wird mit dem Abzug ja theoretisch einstellbar. Wenn man den aber original lässt, dann ist das eigentlich gleich wie bei den originalen Pistolen. Bei uns hat das leider nicht so geklappt mit dem Einstellen, weil wenn man die Madenschraube bewegt hat, hat es den Rahmen der Pistole verkratzt und der Entspannhebel hat nicht mehr funktioniert. Der Überweg ist nur schon durch die Bauart schon kürzer. Da merkt man eigentlich auch ein bisschen beim Reset-Weg, dass der ein bisschen verkürzt worden ist. Aber das Abzugsgewicht ist gleich geblieben im Gegensatz zum Originalabzug. Also wir haben es ja eigentlich recht ausgiebig getestet bei einer relativ aktuellen P229 im Kaliber 9 mm. Also sprich, verglichen Originalzustand und mit dem Trigger, Originalzustand mit SRT und dann SRT und dem Tuning-Trigger. Mich hat er so 50-50 überzogen, kann man sagen. Also rein optisch gesehen finde ich, wenn die Pistole im gespannten Modus ist, finde ich, es sieht schöner aus. Aber ja, ich meine, das Tuning-Teil kaufst du eigentlich nicht nur, weil es besser aussieht. Performancemäßig, klar, der Überweg hat mich doch recht überzogen, weil wirklich, sobald du sie auslöst hast, kommt eigentlich so ziemlich nichts mehr. Aber es hat mich doch recht gestört, dass man den Vorweg nicht hat können wirklich einstellen konnte. Weil eben, wie der Patrick schon gesagt hat, dass das nicht funktioniert hat. Gut, klar, der Mechanismus hat immer noch ausgelöst, aber der Entspannhebel hat nicht mehr funktioniert. Und für uns ist das halt einfach irgendwie, ja, wenn eine Funktion nicht mehr tut bei der Pistole, finde ich das eigentlich... Ja, ich habe es jetzt nicht mit gutem Gewissen so eingestellt lassen, kann man sagen. Darum
ist ja ein bisschen schwer zu sagen. Wir haben jetzt nur ein aktuelles Modell gehabt. Wenn man vielleicht eine bisschen ältere P226, 8, 9er gehabt hätte, ob es sich dort anders verhalten hätte, wäre noch spannend gewesen. Das haben wir jetzt leider nicht probieren. Aber so mit dem Wissen, das wir jetzt uns angeeignet haben, muss man eigentlich wirklich sagen, also den Abzug allein würde ich nicht wirklich empfehlen, außer ja, man findet, das Geld ist man es wert, wenn es einem auch optisch besser gefallen tut. Und wenn, dann wirklich auch nur in Kombination mit dem SRT Short Reset Trigger von Sig Sauer. Ich bin da eigentlich relativ ähnlicher Meinung wie der Salvo. Dadurch, dass wir sie halt sehr ausgiebig getestet haben, muss ich sagen, einfach nur der Trigger ist meiner Meinung nach unnötig oder ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. In Kombination mit dem SRT-Kit ist es wirklich eine grosse Veränderung und dort macht es dann irgendwann eventuell auch Sinn. Aber das SRT-Kit könnte man ja auch mit dem Original-Trigger verbauen, also ist selber eigentlich fast eher mal eine Überlegung, falls man jetzt seine Sig P226 oder wie auch immer will, ein bisschen upgraden. Finde ich das SRT-Kit spannender oder eben in Kombination Trigger und SRT-Kit. Sonst einfach so würde ich es jetzt nicht empfehlen. So, das wäre es auch wieder gewesen. Damals auch noch ein Dankeschön an Gotcha GmbH, wo uns ein Stück zur Verfügung gestellt hat, damit wir das testen können. Wie immer, Detailbilder findet ihr auf unserer Instagram- und Facebook-Seiten. Ja, danke vielmals fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao zusammen. zusammen.